Hallo meine Lieben, ich habe nachgeguckt. Ich bin jetzt seit einem Jahr und 3 Monaten auf YouTube. Ich habe über 230 Videos in der Zeit hochgeladen und ungefähr 30 davon waren Nähprojekte und kein einziges davon hat einen Reißverschluss beinhaltet. Und das geht natürlich gar nicht, ne? Und deshalb dachte ich mir, ich mache heute ein Projekt mit euch. Und zwar ist es so eine kleine Make-up-Pouch oder ein kleines Make-up-Täschchen, was einen Reißverschluss beinhaltet. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das ist so ein Täschchen mit 2 Henkeln und eben einem Reißverschluss und innen drinne das Futter auch schön vernäht. Die einzige Naht, die ihr da seht, ist, wo wir die Wendeöffnung verschließen. Aber eben da könnt ihr auch eine Zaubernaht oder Leiternaht oder wie auch immer ihr das nennen wollt, machen. Und so einfach könnt ihr eben ein Make-up-Täschchen, ich habe es Make-up-Täschchen genannt, aber das könnt ihr natürlich auch verwenden, um eure Bastelsachen da reinzupacken. Aber ich finde das Muster echt und die Farbe hammermäßig. Von dem her, wir gucken uns jetzt an, wie ihr das selber nähen könnt und wie ihr den Reißverschluss auch schön einnähen könnt. Was ihr für dieses Projekt braucht an Stoffen, ich habe einen beschichteten Stoff und den wollte ich unbedingt ausprobieren, weil der ist ganz neu in der Kollektion. Ich bestelle meine Stoffe oftmals bei Butinet und den finde ich wirklich klasse. Den habe ich geschnitten auf 19 cm x 31 cm, zweimal. Und dann einen Innenstoff, da habe ich so einen mintfarbigen, den habe ich auch zweimal auf 19 cm x 31 cm geschnitten. Wenn ihr einen Baumwollstoff verwendet, dann könnt ihr da den auch mit Flieseline verstärken, auch das geht. Ich habe hier einen Canvas-Stoff. Dann die beiden, das sind 10 cm x 10 cm. Das gibt die Laschen außen und da könnt ihr euch überlegen, da wollt ihr vom Canvas-Stoff nehmen oder eben vom Innenstoff. Ich fand den Mix eigentlich noch cool und wir werden eine Stelle haben, wo wir dann 2 von diesen Lagen, 2 von diesen Lagen und 4 von diesen Lagen quasi haben und deshalb dachte ich mir, es geht einfacher, wenn ich hier den dünneren Stoff nehme. Dann habe ich einen Reißverschluss, der ist 20 cm lang. Und ich habe hier 4 Ecke gemacht, weil wir werden dann die Ecken abschneiden müssen. Einmal 4 cm x 4 cm und einmal 3,5 cm x 4 cm. Dann das kleine Bügeleisen, mein Bügelbrett, die Wonderclips, Stecknadeln. Ich habe ein kleines Maßband immer auch auf dem Tisch. Faden werde ich hier diesen beigen verwenden. Dann habe ich eine Stoffschere zum Zuschneiden und den Stoff zugeschnitten habe ich mit dem Nählineal und dem Rollschneider. Zudem brauchen wir noch was zum Anzeichnen und ich habe hier von den Nähfüßchen her, ich werde teilweise, je nachdem was ich nähe, einen normalen Stoff nähe ich mit dem normalen Nähfüßchen. Wenn ich beschichteten Stoff habe, beim letzten Nähprojekt, was ich euch gezeigt habe, habt ihr gesehen, ich bin immer wieder so ein bisschen, die Naht wurde nicht so wirklich gerade und da habe ich deshalb heute das Plastikfüßchen, weil das rutscht auch besser drauf. Und dann natürlich für den Reißverschluss habe ich ein Reißverschlussfüßchen. Und wir brauchen natürlich auch noch die Nähmaschine. Was ich als allererstes machen werde, ist kurz hier den Stoff zu bügeln und dann auch mit diesen beiden 10 cm Stücken. Die lege ich einmal in der Hälfte um, bügle die und dann lege ich die beiden Außenseiten rein und bügle die so, dass ich dann hier meinen Tunnel habe. Und das mache ich mit beiden Stücken. Wenn ihr das gemacht habt, dann müssten die so aussehen. Die legen wir kurz beiseite.
Dann kümmern wir uns noch um die Ecken. Und da müsst ihr darauf achten, wenn ihr einen gemusterten Stoff habt und eine Seite habt, die oben und eine, die unten ist vom Muster her, dann sind die 3,5 cm wären oben und die 4 cm unten. Na, wir haben ja ein Stück, was 3,5 cm mal 4 cm ist, das wäre oben, und eins mit 4 cm mal 4 cm, das ist unten. Ich lege mir den Stoff jeweils auch gleich so hin. Das heißt, ich weiß hier, das ist oben. Und dann nehme ich alle Stücke und unten eben die 4 x 4 cm, das lege ich mir so in die Ecke und zeichne das kurz an. Everybody makes mistakes, 'cause no one can be perfect. Das mache ich jetzt mit allen Stücken und dann schneide ich die ganzen Ecken mit der Stoffschere aus. But that don't justify it. I know what I did was wrong, but it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. It hasn't always been like this. Remember when we were in love? Wenn ihr das gemacht habt, dann sollten jetzt hier überall Ecken drin sein, und jetzt können wir dann auch gleich schon an die Nähmaschine gehen. Als erstes, diese Streifen hier, die könnt ihr einmal rechts und einmal links abnähen. You were always there for me and we could talk for hours. Und zwar am besten mit einem halben Zentimeter Nahtzugabe. Da näht ihr einfach einmal. Sie wird bei der offenen Seite anfangen, oben verriegeln, runternähen, knappkantig, unten verriegeln, und dasselbe dann auf der anderen Seite, oben verriegeln, runternähen, unten verriegeln, und das mit diesen beiden Teilen. Dann brauchen wir einen Innenstoff und einen Außenstoff. Und ich hatte mir ja markiert, das sind hier oben die Ecken, die 3,5 cm mal 4 cm sind. Und jetzt brauche ich hier die schöne Seite oben, also rechts oben. Und der Reißverschluss, den legt ihr so hin, dass die Außenseite nach unten guckt. Und den legt ihr so mittig drauf, dass ihr oben schön an der Kante abschließt. Und dann kommt hier rechts, das heißt die schöne Seite nach unten, auch oben abschließend. Das so sollte dann eigentlich alles aufeinander passen. Und dann steckt ihr das hier oben kurz fest. Einfach darauf achten, dass die drei Kanten schön aufeinander liegen. Und so könnt ihr das dann mit dem Nähfüßchen. Lasst hier vorne einen halben Zentimeter aus und fangt erst nach einem halben Zentimeter an zu nähen. Und dann hier einfach mit dem Nähfüßchen entlang. Am Anfang natürlich verriegeln, runternähen bis am Schluss. Und dann müsst ihr gucken, ihr habt ja hier quasi das Ende des Reißverschlusses. Das heißt, ihr näht bis zum Beispiel hier oben, wenn der Reißverschluss geschlossen ist. Dann macht ihr die Nadel runter, hebt das Nähfüßchen an und macht den Reißverschluss auf, damit dieses Element hier am Schluss hier hinten ist.
und ihr so schön weiternähen könnt und hier oben dann auch wieder einen halben Zentimeter freilassen. Ich zeichne das kurz ein. Und eben hier anfangen, verriegeln, runternähen. Unterwegs den Reißverschluss öffnen und dann hier unten bis auch wieder kurz vor dem Ende und auch da wieder verriegeln. Why, you know, I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. See me walking out the door. It's better this way, you know this ain't working anymore. It's something that we should have done a long time ago. You know I think we should say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. So, das war auch schon der Zauber auf der ersten Seite. Wir haben diese beiden Laschen abgenäht und die erste Seite des Reißverschlusses angenäht. Da werden wir dann am Schluss auf beiden Seiten hier noch entlang nähen, aber zuerst kommt jetzt noch der nächste Schritt. Das heißt, ihr klappt das so auf und könnt hier so ein bisschen oben das schön runterstreichen. Die Teile sollten jetzt eigentlich schön aufeinander liegen. Und dann nehmt ihr die anderen Stücke. Und das war bei mir oben. Und da kommt jetzt Perspektive. So. Die schöne Seite guckt mich an. Dann lege ich die schöne Seite oben drauf. Und da guckt ihr einfach, dass der Reißverschluss oben auch wieder schön drauf liegt. So dass auch hier eure Teile schön aufeinander liegen. Und dann kommt hier auch die rechte Seite nach unten. Auch da, wo die kleineren Vierecke sind, oben drüber. Und so steckt ihr das hier oben auch wieder ab. Und genauso näht ihr das jetzt wieder ab. Ich drehe das jeweils kurz um, einfach damit ich auch hier wieder hinten anfangen kann und auch da wieder mit einem kleinen Abstand erst anfangen. Und dann kann ich hier dann auch den Reißverschluss wieder aufmachen, wenn ich hier vorne angelangt bin. Und kann da noch bis zum Schluss nähen. Genau das mache ich jetzt kurz. Und dann, wenn ich das gemacht habe, werde ich eben oben hier auf beiden Seiten diese Kante auch knappkantig kurz abnähen. Einfach so, dass ich die Oberseite eines Teils und die Unterseite eines Teils auf der Seite habe und die anderen beiden auf der Seite sind. Und so einmal hier abnähen und einmal hier abnähen. You want to leave this place where we grew up, this old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids.
river's gonna cry when you're gone. So, und schon ist unser Reißverschluss dran. Ihr seht, so schlimm war das gar nicht. Vielleicht mache auch ich immer einfach nur eine große Sache draus. Ne? Ihr habt gesehen, ich habe das ein bisschen abgesteckt, einfach, dass die Teile schön aufeinander bleiben. Jetzt können wir das wieder aufmachen. Und jetzt müsst ihr darauf achten, dass ihr den Reißverschluss öffnet. Und dann kommen die beiden Außenteile aufeinander und die beiden Innenteile. Hier unten guckt ihr einfach, dass die Reißverschlüsse oder dass der Reißverschluss schön aufeinander liegt. Und bei mir sind beide Elemente auf die Seite geklappt. Und so macht ihr das ringsherum fest. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're gone. Und dann brauchen wir hier oben noch eine Wendeöffnung. Ich würde sagen so 12 cm. Da müsst ihr natürlich drauf gucken, je nachdem wie robust euer Stoff ist, einfach genug Wendeöffnung, damit ihr das dann durchwenden könnt. Und so nähen wir das jetzt ringsherum ab. Das heißt, ich fange hier an, nähe hier runter, am Anfang Ende verriegeln. Das alles mit einem Zentimeter Nahtzugabe. Dann dieses Stück hier, dann dieses Stück hier, dann dieses Stück hier, das hier und hier auch wieder bis zur Wendeöffnung. Und das alles nähe ich jetzt kurz. Hey, I was hoping you would stay, but I've always known you would go find your own way. I still see when we climbed up in those trees, 12 years old, to feel the wind and watch the river run. And the sun would always shine when we sat there, you and I. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're gone. It's gonna cry, it's gonna cry. River's gonna cry when you're gone. It's gonna cry, it's gonna cry. So, und dann können wir uns um die Ecken kümmern. Ich habe das Ganze kurz die Nahtzugaben auseinandergebügelt. Das geht ein bisschen einfacher für die Ecken. Da könnt ihr jetzt am besten zuerst mal die äußeren Ecken nehmen. Das Ganze so ein bisschen auseinanderziehen. Und dann, wenn ihr hier die Ecke auseinanderzieht, dann müssten die beiden Nahtzugaben schön aufeinander zu liegen kommen und das hier einen schönen Abschluss geben. Und das mache ich kurz auf allen 4 Seiten. Hey, I heard
heard you want to leave this place where we grew up, this old town. Just leave it all behind. The river's gonna cry when you're gone. Give me love. Weil diese Ecken werden wir jetzt dann gleich abnähen mit 1 cm Nahtzugabe. Das heißt, ihr fangt hier an und dann verriegeln, runternähen und auf der anderen Seite verriegeln. Und das auf allen 4 Seiten. Und dann haben wir hier noch diese Ecken. Die sind ein bisschen spezieller. Fangen wir mal an, da wo der Reißverschluss zu ist. Ich nehme jetzt zuerst den Innenstoff und mache im Grunde genommen genau dasselbe. Das heißt, ich lege die Verlängerung der Nahtzugabe auf die Mitte, da wo sich der Reißverschluss trifft, und ziehe den Rest so ein bisschen auseinander. So mache ich das kurz fest. Ich schneide da kurz noch ein bisschen weg, damit das ein bisschen einfacher geht. All your love, oh, 'cause I want you. Und dann, na, das war jetzt der Innenstoff. Beim Außenstoff müssen wir auch gucken, dass das hier schön mittig liegt, aber zusätzlich brauchen wir noch diese Teile hier. Die klappt ihr einmal zusammen und dann, da wo sie offen sind, das guckt euch an. Das heißt, dieser geschlossene Teil geht jetzt hier rein und da guckt ihr auch, dass ihr, also A, die Naht mit der anderen Naht schön gerade liegt und dann auch dieses Teil hier. Ich mache da kurz, stecke das kurz so hier vorne ein bisschen aufeinander, damit das gerade liegen bleibt. So, dann geht das auch ein bisschen einfacher. Nochmal. Das Ganze auseinanderziehen, so dass alles hier schön aufeinander liegt. Und dann stoßt ihr dieses Element hier beim Außenstoff schön mittig rein. Und dann klebt ihr alles zusammen fest. Und das war das, was ich am Anfang gesagt habe. Ihr habt dann hier schon mehr, also viele Lagen. Und deshalb habe ich diese Teile mit dem dünnen Stoff gemacht. Weil auf der Ecke werden wir es dann auch mit 1 cm Nahtzugabe nähen. Das heißt, ihr fangt hier an, geht hier rüber und hier wirklich langsam nähen. Ne? Und dasselbe auch auf der anderen Seite. Ich habe den Reißverschluss jetzt fast zugemacht, aber nicht ganz. Einfach damit ich hier ein bisschen genauer arbeiten kann. Ich fange auch wieder beim Außenstoff an. Dann müssten eben der Reißverschluss müsste jetzt dann auch schön in der Mitte zusammenliegen. Und mit der Ecke hier abschließen. Auch das mache ich kurz fest. Und dann dasselbe auch wieder von der anderen Seite. Auch hier wieder dieses Element nehmen. Und geöffnet hier rein machen und so, dass es auch hier in der Mitte zu liegen kommt. Und ja, ich weiß, es ist ein bisschen ein Gefriemel, aber es ist wirklich nur diese, es sind wirklich nur diese beiden Ecken, die ein bisschen tricky sind, aber das kriegt ihr hin. Und so nähen wir jetzt wirklich alle Ecken einmal ab. You and me, yeah, that's all I need, and I'll be alright.
swear that I'll stay here with you. Hold me closer. I wanna stay here with you. All that we have is each other now. I promise I won't leave your side. Be who you are and you'll be enough. If you're giving me your love, giving me your love. So, und wenn ihr das alles genäht habt, dann sollten hier jetzt alle Ecken zu sein, plus hier auch in der Mitte. Und hier wirklich vorsichtig drüber nähen, weil ihr extrem viele Lagen hier habt. So, und wer hat es gemerkt am Anfang? Ich habe es tatsächlich hinbekommen, die Naht oder die Wendeöffnung zu verschließen. Und von dem her musste ich die noch einmal kurz aufmachen. Aber jetzt können wir hier innen drin den Reißverschluss kurz aufmachen. Und dann das Ganze über die Wendeöffnung wenden. I swear that I'll stay here with you. Hold me closer. Dann könnt ihr kurz überprüfen, ob das alles richtig funktioniert hat. Und wenn das der Fall ist, können wir hier innen drinnen noch diese Wendeöffnung kurz zunähen. Ihr könnt es von Hand machen, wenn ihr das wollt. Ich mache das hier kurz mit der Nähmaschine. Einfach kurz knappkantig hier entlang, von da an, wo die Öffnung anfängt, einfach kurz verriegeln, ganz knappkantig drüber nähen und hier wieder verriegeln. Das mache ich noch ganz kurz. Das habe ich noch kurz gemacht, das zugenäht, und jetzt kann das alles rein. Dann könnt ihr da das Innenfutter auch so ein bisschen in die Ecken drücken. Und so haben wir wunderbar unser Täschchen mit den Ecken, und da hat durchaus viel Platz drin. Ihr könnt es natürlich in der Größe auch anpassen und kleiner machen. Meins ist jetzt vom Stoff her auch nicht extrem starr. Ich finde das eigentlich noch angenehm. Wenn ihr das gerne habt, dass das eher starr ist, dann könnt ihr eben Flieseline auf den Außenstoff machen. Aber so haben wir jetzt hier schön innen drin. Das Futter ist nirgendwo ersichtlich, bis natürlich auf diese Naht hier, aber die könnt ihr auch eine Zaubernaht machen. Aber die anderen Ecken sind alle hier wirklich schön vernäht. Und so einfach habt ihr ein Täschchen mit einem Reißverschluss gemacht. Von dem her auch meine Pflicht erfüllt. Wir haben einen Reißverschluss eingenäht. Und das war auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt Lust, es selber auch auszuprobieren. Wenn dem so ist und euch das Video eben gefallen hat, dann gebt mir doch ein kleines Like hier unten. Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch wie immer unten in die Links reinstellen. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Bis bald! Who you are and you'll be enough if you're giving me